gefällt ganz viel in Eiskunstlaufen, dieses Geräusch unter Eisen. Also auf dem Eis fällt mir das leichter, Emotionen rauszubringen. Vielleicht deswegen bin ich auch im Leben etwas ruhiger. Ganz am Anfang, wo sie gekommen ist, da habe ich gesehen, das Mädchen dreht schnell, sie kann gute Programme mit schönem Ausdruck machen. Ich habe mich wirklich in Eiskunstlauf verliebt. Ich bin Olga und komme ursprünglich aus der Ukraine, wurde auch in der Ukraine in Stadt Kharkiv geboren. Das ist so eine industrielle Stadt. Mein Papa lebt dort und auch meine Verwandte. In Kindheit wollte ich auch wie mein Papa Eishockeyspieler werden. Und ja, meine Mama hat nie Eiskunstlaufen gemacht und sie kann auch keine Schlittschuhe fahren. Ich habe ja in der Ukraine Eiskunstlauf schon gemacht, mit 4 Jahren angefangen bis 13 dann. Und danach der Trainer konnte nicht mehr viel mehr Wissen mir beibringen. Und wir haben entschieden, wir sollten jetzt einen neuen Trainer suchen. Мы поехали на просмотр в Москву, к Кудрявцеву, довольно-таки знаменитый тренер. Он посмотрел ребенка. Сказал, очень хорошая перспективная девочка, но по политическим соображениям в России украинской девочке оставаться не очень хорошо. И посоветовал Елену Романову в Австрию. Ja, sehr gut. Das war gut. Das ist gut. Und jetzt machen wir noch eine Stelle, dort wo du Schlinge machst nach dem Spitzenschritt. Da machst du auch nicht so immer perfekt. Ich habe nicht für 100% damals noch verstanden, dass wir gleich umziehen. Irgendwie ist für mich das so schnell gegangen. Hier in Vorarlberg gibt es keine großen Häuser. Es ist wie ein Dorfchen und das hat mich am Anfang sehr schockiert. Wo ich gekommen bin, konnte ich gar kein Deutsch, kein einziges Wort. Und irgendwie Schritt nach Schritt hat sich meine Sprache von selbst entwickelt. Die größte Unterstützung ist meine Mama. Sie freut sich einfach, dass mir das mega Spaß macht und sie unterstützt mich in allem, was mir gefällt. Und sie will einfach, dass ich glücklich bin, deswegen tut sie für mich das ganz vieles. Ich habe dieses Mädchen ein paar Mal gesehen und habe dann irgendwelche Anweisungen gegeben und sie hat gleich das gemacht und bei nächstem nicht vergessen und noch einmal. Und das war für mich ein bisschen wie eine frische Luft. Noch ein bisschen mehr da, ein bisschen mehr noch Neigung in die Richtung. Das ist viel zu flach. Die ist ganz nett, aber manchmal auch streng. Natürlich, wenn man Leistung verbessern will und auch nach oben will, man muss natürlich streng sein. Naja, das war so 3 plus. Die will ja, dass ich mein Potenzial ausweite und gute Leistungen erbringe. Deine Musik braucht mehr Emotionen. Dort, wo du nicht unbedingt nur lachen wirst, sondern auch Gesichtsausdruck muss so zeigen, deine Musik. Natürlich, das ist wieder mit Schauspielerei ein bisschen zu tun. Das Kleid wird angefertigt. Zuerst der Schneiderin muss diese Musik anhören und dann irgendwas vorstellen. Wir denken ein Modell aus und versuchen, dass das Kleid dann zur Musik passt. Und wenn uns allen gefällt, dann näht meine Oma schlussendlich das Kleid. Und meine Mama klebt dann Steine drauf. Ich habe zum Beispiel auch bei meinen Programmen gewisse Geschichten. Und dann versuche ich, in diese Geschichte einzutauchen, die den Zuschauern zu erzählen mit meinen Bewegungen. Du bist eine Statue, welche dann aufwacht und du musst dann Leuten dann bei diesem Ball auch Laune machen. Das Kurzprogramm ist eher mysteriös. Die Geschichte dazu ist, ich bin wie eine Statue in einem Museum oder in einem dunklen Keller. Und dann kommen die Besucher rein und ich werde dann lebend. Wenn man fehlerfrei läuft, das ist so ein glückliches Gefühl. Olga Mikutina from Austria. She's only 17 years of age. Zur Weltmeisterschaft, das war natürlich eine große Überraschung und das war so riesige Freude, wie sie gelaufen ist und sie hat es verdient.
She did a great job there. She could be very, very proud of herself. Это было очень неожиданно. Вот. Конечно же, я расплакалась, потому что я не ожидала, что она такая умничка. Я знаю, что мой ребенок молодец, конечно, я всегда верю в нее, но все равно это был приятный сюрприз. Ich bin sehr zielstrebig, sehr diszipliniert. Ich wäre dann sehr froh. Das ist, glaube ich, von jedem Sportler das größte Ziel und jeder will zu Olympischen Spielen. Wir fahren dann mit der Schlittschuh mit 30 Kilometer pro Stunde in diese Geschichte der Olympischen Spiele. Du musst ein bisschen auf Preisgericht achten, dann musst du dann auch Sympathie mehr gewinnen, weil Olympische Spiele ist wichtig. Психологически она полностью готова к этим крупным стартам. Я очень надеюсь, что физически она тоже сможет выложиться даже не на 100, а на все 150%. Ну а там как будет. Самое главное – это участие. Ich freue mich ganz stark, wenn ich Österreich bei Olympischen Spielen präsentieren darf.